kleiner Rückblick. Im letzten Vlog haben wir wirklich das Paradies auf Erden gefunden. Fuseta in Portugal an der Algarve. Da hätten wir wirklich noch so lange weiterstehen können. Aber wir haben ja noch einige Ziele und dann sind wir weitergefahren und auf einmal in Spanien gelandet, womit wir selber so schnell gar nicht gerechnet hatten. Dann habe ich mir eine Speicherkarte gekauft und wir haben einen Stellplatz direkt am Meer gefunden, was ein Träumchen war. Weil ich noch ein ASMR-Video drehen und ein Fotoset machen wollte, haben wir in Punta Umbria in Spanien einen Tag verbracht, sind nochmal günstig tanken gegangen, Wasser aufgefüllt, haben am Strand gechillt, geduscht und sind dann abends weitergefahren. Hier hat uns dann ein Rollerfahrer genervt. Den hole ich da gleich erstmal runter. So ein Rasenmäher, ey. Ja, da hätte man mal fragen, was willst du eigentlich da mit deinem Rasenmäher? Dann ging es weiter nach Sevilla. Wir haben uns die Stadt angesehen und ein teures Eis gegessen für 8,60 €. In Sevilla habe ich unter anderem Weihrauch von einem Straßenverkäufer gekauft, der direkt neben der Kathedrale stand. Bevor es weiterging, noch einmal Luft aufgefüllt und sind dann gefühlte 200 Kilometer durch Olivenplantagen gefahren und atemberaubenden Landschaften. Angekommen in Marbella fand meine Mutter es so schön, dass wir beschlossen haben, dort einen Tag zu verbringen. Und was uns dort heute passiert ist und wie es weitergeht, das seht ihr alles im heutigen Vlog. Guten Morgen von dem Parkplatz immer noch. Es ist ein bisschen voller geworden, aber nicht so überfüllt, wie bei Park4Night geschrieben wurde, auf jeden Fall. Ich habe gerade was ganz Schlimmes entdeckt, Leute. Ist das so peinlich? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Entweder ist es in meiner Haare abgebrochen oder ich bin irgendwo hängen geblieben. Hier ist auf einmal, guck mal. Wie zur Hölle ist das geschehen? Oh mein Gott, das ist richtig schlimm. Ich frage mich, ob das jetzt durchs Blondieren kommt. Oder ob ich, wie gesagt, irgendwo hängen geblieben bin, aber so doll. Alter, oder Scheiße. Ich war ja bei zig Friseuren, weil ich die einfach blonder haben wollte. Und kein Friseur hat es irgendwie hinbekommen. Wenn, dann sind die so grau geworden oder so ganz kühl und überhaupt nicht so, wie ich wollte. Ja, und bei anderen sehe ich immer, die kriegen so schöne blonde Highlights. Bei denen wird das richtig schön gemacht und das ist dann jetzt hier so dunkel. Ja, irgendwie bei mir hat es nicht funktioniert. Also wirklich, ich war bei mehreren Friseuren und dann irgendwann gesagt, ich mache zu Hause das selber. Aber what the fuck, Alter. Guckt euch das mal an. Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Ja, ist jetzt so, wie es ist. Auch ganz ärgerlich. Ich habe mir früher, als ich klein war, also was heißt, als ich klein war, als ich so in der Pubertät war, habe ich mit das hier abgeschnitten. Das wächst auch nie wieder nach. Naja, wir machen jetzt fertig. Gehen dann mal in die Stadt, zum Strand und so weiter. Und da filme ich noch eine kleine Kooperation ab. Also mir wurde ein PR-Paket von Valensina zugeschickt. Und da zeige ich die neuen Eisteesorten. Das mache ich so schön am Meer und so. Ja. Genau. We see us later. Für euch in ein paar Sekunden. Meine Mutter sagte gerade, das kann jetzt auch vom Salzwasser kommen mit der ganzen UV-Sonne und so. Aber das muss auf jeden Fall in den letzten Tagen passiert sein. Grausam. Das ist ja wirklich grausig. Aber egal, ich kann es jetzt nicht ändern, ne? Es sieht jetzt halt leider so aus. Das sind die Sorten, die Valensina mir zugeschickt hat. Und die probiere ich jetzt nachher. Ich wollte gerade sagen, wir begeben uns gerade auf Parkplatzsuche und in dem Moment fährt hier jemand raus. Am Richter Eurofond. Mir kam heute irgendwie mal dieser Swag-Gedanke in Erinnerung. Mit diesem Tuch und so. Hailey Bieber hatte das ja mal so ähnlich getragen. Ein bisschen anders. Ich habe das jetzt hier hinter den Zöpfen noch befestigt. Dann hält das auch bei mir ein bisschen besser. Aber ja, gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Mal was anderes irgendwie.
Jetzt wird sich geduscht. Das muss auch mal wieder gemacht werden. Meine abgebrochenen Haare ignorieren wir erstmal, ne? Wer ist denn letztes Mal? Weil jetzt hängt er so doof. Ich muss ja auch gucken, dass ich mich mit dem Wasser beeile, dass ich mich mit allem beeile. Jetzt stellt sich da auch noch einer hin. Ich schaue mich jetzt ein. So, frisch geduscht fühlt man sich natürlich direkt wieder wie ein anderer Mensch. Und ich kann schon verstehen, warum Leute sagen, die wollen einen größeren Van, weil das bietet einfach mehr Komfort, wenn man so stehen kann und sich im Stehen fertig machen kann und nicht immer so rumkraxeln muss. Aber ganz ehrlich, das Ding ist halt, dass ich finde, ich habe auch zu meiner Mutter gesagt schon, es ist eigentlich die perfekte Mittelgröße, weil noch größer fände ich stressig in der Stadt und noch kleiner muss man sich natürlich auch wieder verkleinern. Da findet man zwar in der Stadt dann bessere Plätze und so weiter, aber eigentlich ist das die perfekte Mittelgröße. Vielleicht überlegt man wirklich irgendwann nochmal für so ein Aufstelldach, aber da muss ich erst ein paar Jährchen damit unterwegs sein, dass sich das auch lohnt. Aber eigentlich so, ne, du kannst so noch in der Stadt, bist trotzdem noch unentdeckt, weil es ist ja nicht gleich klar wegen dem Solar und so, aber es schreit ja nicht direkt Camper. Das wollte ich einfach nur noch mal zwischendurch sagen, ne? Aber ich habe mich jetzt nochmal umgezogen. Und dann gehen wir jetzt gleich endlich mal in die Stadt, denn da müssen wir auch schon weiterfahren. Wir haben schon überlegt, wenn wir keinen Parkplatz finden, dass wir das dann einfach skippen. Aber ich brauche eine Speicherkarte, weil ich habe jetzt nur noch 20 Minuten Aufnahmezeit. Und dann sind alle Karten, die ich mit habe, voll. Parkplatz gefunden. Jetzt kann es ab an den Hafen gehen. Da sind auch schon trocken, das geht ja schnell immer. Ah ja, und ich brauche noch die Speicherkarte, ganz wichtig, nicht vergessen. Das ist so schwer mit der Tasche. Bevor es gekalt wird, will ich das sehen. So, das ist auch schon wieder so typisch. Meine Mutter wollte ja zum Yachthafen, weil die sich dann unbedingt angucken wollte. Wir haben zu irgendeinem anderen Hafen, sind wir hier geleitet worden, aber nicht zu dem Yachthafen, wo sie eigentlich hin wollte. Und dann sind wir jetzt gerade noch was essen gewesen. Das war auch sehr lecker, direkt am Meer. Da ist direkt das Meer. Ich bin auch einfach platt, ne? Diese Tasche ist so schwer. Ich muss mir dafür demnächst mal irgendeine andere Lösung einfallen lassen. Aber ich glaube, ich habe schon eine andere Lösung. Erzähle ich euch mal irgendwann anders. Ich habe immer noch keine Speicherkarte. Das ist das Beschissenste, ne? Aber ja. Wir fahren ja jetzt Richtung großer Stadt auch, deswegen hoffe ich, dass ich dann da mir einfach irgendwo eine kaufen kann. Ist ein bisschen wieder heller hier gerade. Aber ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter. Und dann zeige ich euch nachher, wo wir gelandet sind. Ja, meine Haare sind wirklich halt hinten einfach abgebrochen. Nicht überall, sondern hier nur so eine kleine Stelle. Oh ja, ist jetzt so, kann ich nicht ändern. Will ich jetzt so lassen und irgendwann mal wieder angleichen. Ne? Lasse ich das alles wachsen, wollte ich ja eh. Und dann gleiche ich das irgendwann an und schneide das dann wieder auf eine Länge. Jetzt fahr nach Osten. 600 Kilometer haben wir nicht mehr drin. Habe ich nicht. 470. Müssen wir noch mal für 1,30 tanken. Ja, okay, wir werden auch jetzt nicht noch 6,5 Stunden fahren.
Grad bin ich schon gefühlt 8000 Mal wieder weggenickt und brauchte jetzt gerade erstmal ein bisschen Versorgung. Geholt habe ich mit Chips. Ey, Ups. Tempo mal geht. Ja, guck nicht für wie lange. Juhu! Tortillitas, so Cheese Stick-Dinger. Ich hoffe, das schmeckt. Ich dachte, das wären so Mais-Sticks, kennt ihr die? Aber ich glaube, das ist jetzt was leider nicht. Ein paar Cookies. Und ich habe so spät den Red Bull-Schrank gesehen und habe jetzt Monster. Aber egal. Manchmal mag ich auch Monster, aber da trinke ich wirklich gefühlt 3 Tage lang. Ja. Weiter geht's. Nee, da habe ich ja wirklich gehofft, dass mir das nicht begegnet. Ein kleiner Streuner direkt auf der Autobahn. Ich hoffe, dem gehört irgendjemand. Oh jo, sowas zerbricht jetzt wirklich mein Herz mit dem Hund, ne? Ich habe dem da jetzt ein bisschen was hingelegt, aber gleich will ich dem noch ein bisschen mehr hinlegen, wenn wir den hier gefüttert haben. Wir haben jetzt wirklich noch die 6 Stunden, ich glaube sogar über 6 Stunden, durchgeballert bis nach Valencia und sind jetzt endlich hier auf so einem Parkplatz, den ich bei Park for Night gefunden habe. Hier steht keine Sau, hier ist kein Licht an. Drumherum sind aber ein paar Wohnhäuser. Also hier ist eigentlich alles voller Wohnhäusern. Eigentlich fühle ich mich hier ganz sicher. Kamerafokus spinnt ein bisschen rum, weil es so dunkel ist. I'm so sorry for that. Ich habe mal so ein bisschen Licht mit meinem Handy. Das war schon wieder so schlimm auf der Tankstelle, wo der Hund war, ne? Man hat voll gesehen, wie der so seine Runden zieht an dem Müll vorbei. Er hat geguckt, kann ich da was essen finden oder da? Und ja, ich habe ein bisschen Snacks hingelegt, wollte ihm eigentlich noch mehr geben, aber dann war er schon wieder hinterm Gebüsch verschwunden. Und es war halt da Autobahn. Drumherum war nicht viel, also man konnte nicht so viel sehen, aber ich glaube, so Wohngebiete waren schon relativ weit weg. Also es sah schon sehr leer da irgendwie aus. Und der hatte auch so doll Angst, also der hat sich gar nicht getraut, in meine Nähe zu kommen. Und ich denke mir immer, was muss einem Hund passiert sein, ne, damit der so doll Angst hat? Es ist einfach nur herzzerreißend schlimm. Wenn ich mich da zu sehr reindenke und zu sehr reinsteige, dann ist für mich auch wirklich so ein ganzer Tag gelaufen und das ist ganz schlimm für mich. Und er hat mich auch so angeguckt, so, darf ich wirklich kommen? Kann ich dir vertrauen? Der konnte es gar nicht glauben und das tut einfach so weh. Ich hoffe, dass dieses Leid irgendwann mal ein Ende hat. Auch die ganzen Tötungsstationen und egal. Das ist auch crazy, ne? Wir haben schon oft gemerkt, hätten wir an manchen Stellen nicht voll getankt, wären wir richtig am Arsch gewesen, weil teilweise so viele Kilometer keine Tankstelle kommt, dann bist du einfach gearscht, ne? Aber ja, wir sind jetzt hier angekommen. Ich bin mal gespannt, wie morgen die Planung ist, weil wir müssen ja heute noch nach Barcelona. Also in ein paar Stunden. Am 17. ist der Termin. Man fährt über 3 Stunden noch. Und auch nochmal mit dem Hund, ne? Das ist so. Wir sind zum Beispiel auch durch Murcia gefahren. Ich hoffe, man spricht das aus. Das ist ja auch so ein Ding. Da war ja auch das mit den Flüchtlingen und so weiter. Und wir haben auch unterwegs versucht, da noch mehr drüber rauszufinden.
Weil ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass die Stadt so heißt. Ich wusste, dass das alles passiert ist. Aber meine Mutter sagte, ja, das ist da die Stadt, wo das alles passiert ist und so. Und dann ist man auch so, ne, hat man über alles mögliche geredet, dann das mit dem Hund und so weiter. Wo ich mir denke, das ist einerseits so eine grausame Welt, in der wir leben, aber andererseits landschaftlich so schön. Es ist irgendwie manchmal schwer zu leben, das irgendwie genießen zu können. Ja, ich werde morgen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr erzählen, aber ich bin so platt und fertig, dass ich jetzt erstmal pennen gehe und melde mich morgen wieder für euch in ein paar Sekunden. So, es ist noch ein bisschen fresh, deswegen habe ich mich jetzt nochmal für eine lange Hose entschieden. Plus, ich muss mal wieder meine Beine rasieren und ich weiß nicht, ob es heute wärmer wird oder nicht, weil sonst kann ich es einfach so lassen, wenn ich die ganze Zeit eine lange Hose trage. Also, ne? Hatte ich jetzt auf der ganzen Tour noch nicht an, fühlt sich auch geil an, mal wieder was komplett Frisches anzuziehen. Ich habe jetzt nur noch 1 Minute Aufnahmezeit. Ich spare mir das für sonst was, keine Ahnung, und mache mich dann, glaube ich, in Barcelona auf die Suche nach einer Speicherkarte, weil ich glaube, wir lassen Valencia jetzt komplett aus. Leider. Kommt bestimmt mal wieder. Auch hier wohnt auch jemand, den ich mal besuchen könnte demnächst, deswegen weiter geht's. Wir haben jetzt etwas außerhalb von Barcelona geparkt und werden jetzt vom Uber abgeholt, weil ich glaube, das ist einfach besser, wenn man so halt sicher sein kann. Hier hat man jetzt einen Parking-Spot und Barcelona weiß man wieder nicht, ob man was kriegt, ne? Genau. Ja, ich brauche unbedingt immer noch eine Speicherkarte. 0 Minuten left.
Hallo Leute, ja, das war ein abruptes Ende. Es wurde gestern noch ultra spät und ich habe immer noch keine Speicherkarte. Das ist mit dem Tattoo hat relativ lange gedauert. Jetzt gerade befinde ich mich am Strand, beziehungsweise laufe gerade Richtung einer Apotheke, damit ich da halt Tattoo-Creme kaufen kann. Und dann zeige ich euch das Tattoo gleich mal. Es befindet sich da. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Guck mal, Manny. Okay, das ging auf jeden Fall schnell. Ich habe mal Schiss, dass ich mit dem hier nicht rein darf, aber ich bin einfach straight durchgegangen. Es hatte ja jemand was gesagt. Und mir wurde diese hier empfohlen von der Tattoo-Künstlerin da, als wir gegen Aqua fuhren. Und ja, das schmier ich mir da jetzt immer mal wieder drauf. Das Ende war jetzt gestern ein bisschen abrupt. Es wurde noch so spät und dann, also das Tattoo hat so lange gedauert und dann haben wir noch Essen bestellt zum Camper hin. Taco Bell hatte ich mal wieder Bock drauf, das habe ich auf Madeira mal gefoodet. Dieses Soft Taco mit dem, ich weiß gar nicht, ob das vegan ist oder dieses vegetarische. Und dieser Cream, das ist so lecker immer. Und dazu noch so ein paar Pommes und das war dann so, dass wir locker 1,5 Stunden, wenn nicht sogar noch länger gewartet haben, weil der Fahrer uns einfach nicht gefunden hat. Wir haben dann noch eine Spaziergängerin mit ihrem Hund angesprochen, also die hat Spanisch gesprochen und die hat dann noch mit dem kommuniziert und selbst da hat er es irgendwie nicht gepeilt. Dann habe ich ihm noch sollte ich ihm auf WhatsApp meinen Live-Standort schicken, dann hat er es wieder nicht gefunden, keine Ahnung. Irgendwann kam er dann und beide Pommes vergessen. Also wir hatten 3 Tacos und eine Fanta. Ja, nach einem Tag, wo wir beide extrem Hunger hatten. Aber ja, und dann bin ich jetzt gerade zur Apotheke gegangen, um mir diese Creme hier zu holen. Die wurde mir von der Tätowiererin empfohlen. Ja, die sagte, das ist wohl sehr gut. Und hier befindet sich das Schmuckstück. Ja, ich wollte jetzt auch eigentlich noch schwimmen gehen. Das mache ich aber dann nur ohne den Arm. Also ich gehe nur ein bisschen ins Wasser rein. Also es hat richtig lange gedauert, mich erstmal zu entscheiden, wo will ich das überhaupt hin. Ich hatte erst überlegt hier, weil dieser Arm noch relativ leer ist. Ich habe jetzt aber doch hierfür entschieden. Das Ding ist, das ist ein bisschen dünn. Ich habe ihr auch gesagt, als es zu Ende war, oh, das ist aber dünn, das könnte ruhig noch ein bisschen dicker. Aber sie sagte, das wird mit der Zeit ja noch dicker. Und sie wollte halt nicht, dass sich das alles so verläuft, weil ihr seht jetzt warum. Das ist dieser Baum, diese Korkeiche. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es scharf ist. Mit ein bisschen Glitzer drumherum. Und sie hat, anstatt Linien zu ziehen, hat sie das ganz klein gedottet, also mit ganz kleinen Punkten drumherum. Und das passt halt perfekt zu diesem hier. Die 2 passen richtig gut zusammen und die 2 jetzt. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich kann euch jetzt hier mal ein Bild einblenden, wo ich gesagt habe, das soll genauso aussehen, also die Silhouette. Das ist nämlich der Baum, der in dem Kuckucksgarten stand. Und ich fand, der hat so eine magische Bedeutung. Das ist eine richtig schöne Erinnerung. Und deswegen habe ich mich für diesen Baum entschieden, für diese Korkeiche. Hat ein bisschen Glitzer drumherum für noch mehr Magie. Und ja, also ich bin mal gespannt, wie das mit der Zeit aussieht. Meine Tattoos sind alle, manche sind dick, manche sind dünn. Es ist halt einfach so. Und da sind halt kleine Details und wenn das dann zu fett gestochen ist, dann kann man wie bei meinen anderen Tattoos manchmal sehen, dass das halt so verläuft. Und da wäre es halt schön, die Details zu behalten. Ja, ich bin mal gespannt, was Kuckucksgarten dazu sagt. Muss ich den auch mal zeigen. Ich hatte auch überlegt, noch irgendwelche Blumen drumherum, aber das wäre alles. Dann hätte ich das Tattoo größer machen müssen, damit man die Blumen überhaupt erkennt, wisst ihr? So finde ich das jetzt richtig schön gelöst, auch dass da manchmal diese Äste durchluren mit den Lücken zwischendrin. Also mir gefällt das total gut.
Wie gesagt, ich habe auch gesagt, es hätte ein bisschen dicker gekonnt, aber ich bin mal gespannt, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Und sie sagte, wenn ich irgendwann mal wieder in Barcelona bin, dann kann ich auch einen Free Fresh Up bekommen. Also ne, das denke ich eh, vielleicht muss man das bei dem mal machen. Ich habe das auch bei diesem hier, habe ich auch eins bekommen. Also es wird auch ein bisschen dicker gemacht vor kurzem. Dieses hier auch. Das war bei der gleichen Tattoo-Künstlerin. Und bei diesem hatten wir uns dagegen entschieden. Was jetzt richtig gut ist, weil die zwei jetzt perfekt zusammenpassen. Ja. Und ich habe mich für den Arm entschieden, weil hier meine ganzen Pflanzen sind. Ja. Das ist auf jeden Fall das Tattoo. Ich bin richtig zufrieden. Und das wird jetzt gleich eingeschmiert. Ich gehe jetzt ab zum Meer. Yo dejaría aquí la carpanana. Hay que... Ich habe gemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich die Kamera anschmeiße, fange ich an mit so, jetzt und jetzt, so, wir, egal. Auf jeden Fall waren wir gerade duschen, an den Strand duschen und das ist immer so schön erfrischend, das war auch arschkalt. Aber man fühlt sich einfach wie neugeboren. Ich fühle mich heute auch richtig fresh irgendwie. Keine Ahnung warum. Ja, wir fahren jetzt nochmal an den Parkplatz zurück, wo wir gestern waren, weil da war wie so eine Art Einkaufsstraße. Die wollten wir uns einmal anschauen. Ja, war ein bisschen nervig, weil das Ding ist, nach Barcelona rein dauert halt nochmal so 20 Minuten. Und das kostet mit Uber 15 € und das ist schon viel, ne? Für hin und zurück. Und mit dem Auto, man hat halt gesehen, es waren kaum Parkplätze da vorhanden. Deswegen bleiben wir wahrscheinlich so ein Stückchen vorher und gucken uns da einfach nochmal um. Genau. Und das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe mich gestern voll mit meiner Hose verheddert an der Anhängerkupplung und bin richtig rückwärts auf die Fresse geflogen. Leute, es tat so weh. Ich habe auch hier alles auf. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man da irgendwas erkennen kann. Ich glaube bestimmt nicht so viel. Da habe ich auch ganz viel auf. Blaue Flecken. Ich kriege auch locker einen auch am Bein. Nicht nur einen blauen Fleck. Das tat so weh. Aber ja, war ein kleiner Fail. Naja, meine Haare sind schon wieder fast trocken. Oh, ich liebe es einfach so sehr. Und dann geht es auch jetzt gleich schon wieder weiter. Wir haben jetzt schon wieder 15 Uhr irgendwas. Also kurz nach 15 Uhr. Mein Outfit bleibt heute, glaube ich, mal ganz chillig. Dieses weiße Oberteil mit dieser Real Tree Pants und den Real Tree Crocs. So lecker, Mimi. So lecker. Genau. So, da wo wir gestern stehen wollten, war einer frei, gerade frei geworden, aber da hatte der Busfahrer irgendwas gesagt zu uns, auf Spanisch, keine Ahnung. Und dann dachte ich, okay, fahren wir lieber nochmal weg. Und jetzt sind wir die Straße rum und da gab es noch einen, beziehungsweise noch mehrere, muss man aber Parkticket ziehen. Und dann, ja, gucken wir uns das jetzt mal an, diese Einkaufsstraße. Ist auf jeden Fall nochmal gut warm geworden. Na, Matti, du süßes Schwein. Dann mal gucken, was uns da so erwartet. Und ich hoffe, heute Abend geht es dann weiter. Ich würde super gerne in einen Parfümladen hier, also der hat Parfüms von Zoologist. Aber ja, wie gesagt, es ist ein bisschen kompliziert, in Barcelona reinzukommen mit der Karre hier.
beziehungsweise zu parken. Und ich glaube, dass das deswegen leider nichts wird. Aber egal. Fail, das ist irgendwie nur so eine Fußballmeile mit so Fußballmerch und so. Wir stehen jetzt hier im Parkhaus und laufen mal in die Stadt, weil wir haben versucht draußen was zu finden, aber es ist irgendwie unmöglich. Ja. Und hier steht man jetzt auch sicher. Ich habe ein paar Sachen aus meiner Tasche rausgemacht, aber nur ein paar, weil alles traue ich mich nicht. Oh Gott, ey. Ich habe extra in Barcelona mir eine Speicherkarte gekauft und ich habe mich schon gewundert, warum ist die so günstig? Das war aber irgendwie die gleiche, die ich auch letztens in einem anderen Mediamarkt hier gekauft habe. Ja, und ich kann sie nicht verwenden. In meiner Kamera steht, dass sie nicht geht, sondern dass ich eine andere brauche. Ich wollte euch eigentlich zeigen, was ich in Barcelona gekauft habe und noch ein bisschen labern. Aber ich glaube, das mache ich dann morgen. Suche ich mir hier in diesem Örtchen. Wir sind jetzt in Tossa de Mar. Meine Mutter wollte nämlich hier hin, weil die vor unzähligen Jahren schon mal hier war, vor 40 Jahren oder so. Dann kaufe ich mir hier morgen ein und dann erzähle ich alles in Ruhe. Ja, weil ich glaube, das ist einfach eine schönere Qualität für euch und hat mehr ASMR-Flavor. Ich kann euch noch kurz zeigen, wo wir jetzt hier stehen. Das ist einfach ein random Parkplatz. Wir waren noch einen anderen abgefahren. Der hat uns aber nicht so gut gefallen. Der war sehr weit oben. Da stand aber auch schon ein anderer und das war nur so ein Mini-Parkplatz. Eher nur so ein Aussichtspunkt, wisst ihr, um zu halten und zu gucken. Genau. Ich melde mich dann morgen wieder. Da vorne sind ein paar Autos, da stehen ein paar Camper. Und ansonsten haben wir hier unsere Ruhe. Was immer sehr geil ist. Mit einer Eule, habt ihr sie gehört? Jetzt gerade in dem Moment kam hier jemand mit dem Roller vorbei gecruised und hat gesagt, wir dürfen hier nicht stehen, sondern wir müssen uns da vorne hinstellen, wo die ganzen anderen Camper auch stehen. Okay, dann machen wir das jetzt gleich noch, weil wir wollten von hier aus zum Strand laufen. Das dauert nämlich nur 10 Minuten. Aber vorher muss ich noch den Kameraladen abchecken, um zu gucken, ob ich da eine Speicherkarte finde. Das ist ja so nervig. Für nächstes Mal nehme ich mir auf jeden Fall eine große mit. Ja. Es ist mal wieder richtig schön warm heute. Wir gehen jetzt gleich runter zum, habe ich schon gesagt, ne? Wir gehen zum Meer, zum Strand und dann chillen wir da ein bisschen und dann geht es heute auch schon Richtung nach Hause. Das ist mein Outfit.
Auf chillig. Und ja, ich bin mal gespannt, wo mich meine nächste Reise dann hintreiben wird. Ich habe Bock auf Kroatien, Slowenien, Schweden. Mal gucken. Also manchmal checke ich nicht, ob unser Auto jetzt ein Camper ist oder nicht. Weil wir, also guckt mal unser Auto im Vergleich jetzt zu den anderen hier. Und das ist ja eigentlich ein normales Auto, so, ne? Personenwagen halt. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wenn die sehen, man campt halt wirklich. Und das konnte er ja gerade sehen, als unser Auto auf war, dass wir uns ausgebreitet haben und so. Wahrscheinlich muss man dann halt zu den anderen Campern und gilt dann als Camper oder so. Möglich. Ich habe ja erzählt, dass da jemand kam, der sagte, wir sollen da jetzt was bezahlen. Dann sind wir vorne hin und auf einmal sagte sie 20 €, obwohl vorne was komplett anderes angeschlagen steht eigentlich. Da dachte man, okay, bringt jetzt aber auch nichts zu diskutieren. Und gerade als ich bezahlt habe, wirklich eine Sekunde nachdem ich bezahlt habe, sagte er so, you go to the beach und zeigt auf den Hund und sagt, no, ist Hund verboten, ne? Und wirklich gerade nachdem ich bezahlt habe, ey. Aber egal. Wir waren jetzt jedenfalls hier, der Strand ist direkt da. Und irgendwie, ja, da sind halt überall Hundeverbotsschilder und ich habe jetzt auch keine Lust, 100 € Strafe oder wie viel sowas auch immer kostet zu bezahlen. Deswegen werden wir uns jetzt vermutlich auf den Rückweg machen. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, was hier sonst noch in der Nähe ist und ich habe eine richtig geile Bucht gefunden. Also vielleicht fahren wir jetzt einfach dahin und ja, also wir gehen jetzt auf jeden Fall gerade zurück zum Auto. War jetzt quasi 20 € auch für die Übernachtung. Hätten wir einfach zu ihm gesagt, ja, wir sind heute Morgen gekommen, weil da saß nämlich noch keiner da, hätte man vermutlich nicht die 20 € bezahlt, sondern nur 10 €, aber okay. War jetzt für die Übernachtung und man dürfte da jetzt bis 12 Uhr nachts stehen, aber ja, was soll man machen, ne? Ach ja, und ich habe eine Speicherkarte gekauft, fast wieder eine 128er, ich habe die dann aber getestet und das ging schon wieder nicht. Also die haben, glaube ich, alle zu langsame Mbits, oder wie auch immer das heißt. Und ich habe jetzt 16 GB, 2 Stück gekauft, weil die haben funktioniert. Jeweils 11 Minuten Aufnahmezeit. Das ist ja nichts, ne? Aber naja, wir sind wieder im Camper angekommen. Und ich wollte ja noch ein paar Worte zu Barcelona verlieren. Also es war wirklich unglaublich schön dort. Hätte ich gar nicht gedacht. Meine Mutter hat gesagt, komm Sophie, wir müssen da noch hin. Jeder sagt, Barcelona ist so schön und so. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Und tatsächlich habe ich es auch noch nach Zoologist geschafft. Ich habe ja kurz davon erzählt, dass ich da gerne noch hin würde. Wir haben ja geguckt, ob da irgendwo Parkplätze sind. Es war aber so schwer, was zu finden. Und bei Park for Night stand auch ein Parkhaus drin. Und ich hatte ja ein bisschen Schiss mit Parkhaus und dem Auto. Aber man hatte irgendwie gefühlt noch so viel Platz und es hat letztendlich gepasst. Genau, da haben wir für, wie viele Stunden standen wir da? Ich glaube 4 Stunden oder so. 15 € bezahlt. Das ist jetzt auch nicht billig, aber ja, da stand das Auto halt wenigstens sicher. Und genau, zu der Nischenparfümerie, das war schon wieder so ein crazy Erlebnis. Das ist so krass immer, weil ja, irgendwie jede Nischenparfümerie handhabt alles anders und so. Und als ich da reingekommen bin, Hunde waren nicht erlaubt, meine Mutter musste draußen warten, hat er erstmal gesagt, ja bitte keine Fotos, das nicht machen. Und dann stehst du schon wieder da und denkst dir, oh mein Gott, man musste auch klingeln, um reinzukommen. Dann hat er mir tatsächlich noch die Hände desinfiziert, das ist auch crazy. Und der war richtig hibbelig und aufgedreht. Ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht hatte er aber auch nur ADHS, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ja, ich interessiere mich hier für die Zoologist-Düfte und so. Und er hat gemerkt, dass ich eher so auch auf der crazy Schienensuche bin, also nicht diese Standarddüfte. Dann habe ich hatte mehrere in der Auswahl und einer hat mich so umgehauen, der war aber leider out of stock.
Der nächste, der mich umgehauen hat, war auch out of stock. Und jetzt habe ich aber einen, der ist so crazy. Der nennt sich Bad. Und wenn du daran riechst, der riecht so, als würdest du gerade in einem Tunnel stehen und überall fliegen Fledermäuse um dich herum. Du spürst diese Kälte. Und ich habe ja einen davon schon, Snowy Owl. Und bei dem ist das auch, du spürst die Kälte. Du weißt auf einmal, wie Schnee und Kälte riecht. Also es ist crazy. Und ja, dieses Bad ist auch einfach unglaublich und der war auch im Verlauf richtig geil. Also gegen Ende hin roch der auch so lecker immer noch. Die Leute waren da auch überall richtig, richtig lieb. Ich muss sagen, ich habe von Madeira so ein minimales Trauma, weil die Leute da teilweise so mies waren, aber hier, und ich hatte schon Angst, irgendwie noch mal in ein anderes Land zu reisen tatsächlich. Aber hier, die Leute sind alle so nett und ja. Selbst wenn die irgendwie kein Englisch sprechen, versuchen die trotzdem noch dir irgendwie zu helfen und sind einfach richtig lieb. Gestern am Strand hat auch eine Frau wieder mal Möni fotografiert. Das ist ja schon mal passiert hier im Urlaub. Das fand ich irgendwie lustig. Aber es ist auch süß, wenn der sich so im Sand wälzt oder ja. Und ich wünschte, ich hätte mich auch getraut, mehr in Barcelona mit der großen Kamera zu filmen. Aber erstmal war ja das Problem Speicherkarte plus es ist mir einfach manchmal in so einer großen Menge, wenn ich da so die Kamera raus so, ja Leute, Peace und so, das ist schon halt weird, aber ich will nicht so wie jemand gelten, der irgendwie so Aufmerksamkeit braucht. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Generell war es dann aber auch nervig mit Handtasche, dies und das immer rauszuholen. Jetzt essen wir hier ein klein bisschen was, also so ein Baguette. Und dann fahren wir weiter. Ich habe hier was rausgesucht und zwar heißt das wie hieß das jetzt? Ich habe mir einen Screenshot gemacht. Calabona, das sah richtig geil aus. Mal gucken, ob man da irgendwie parken kann. Genau. Und ich habe auch eigentlich noch ein paar Worte zu der Tätowiererin zu verlieren, wo ich war und auch generell, wie Kuckuck's Garden auf das Tattoo reagiert hat und so. Aber das mache ich später. Jetzt geht es erstmal was essen und dann gleich weiter. Wow. Genau. Wie viel Aufnahmezeit habe ich noch? 4 Minuten, geil. Ich habe ja noch die andere Karte, wo nochmal krasse 11 Minuten Aufnahmezeit drauf sind, aber naja. Hast du was gesagt? Ich verstecke mich. Ach so, war der neu? Ja. Ich dachte, der wäre alt. Alles ausprobieren. Eigentlich soll jetzt hier der Weg sein. Ja, das ist ja ultra steil. Hier haben auch manche Autos geparkt. So ein Schild. Und hier geht's runter. Müsste man schauen eigentlich. Wir gehen jetzt zu einer anderen Bucht, haben hier direkt einen Parkplatz gefunden, denn die andere war, glaube ich, noch ein ganzes Stück zu laufen. Dieses Steile, am Anfang sind wir jetzt gar nicht mehr runter
Der Einweiser-Typ da, der war richtig nett, aber der hat gesagt, also es kostet 20 € da zu stehen, aber er hat auch gesagt, man kann sich an den Seiten hinstellen an der Straße. Ja, wir sind jetzt einfach eine weitergefahren, können hier auch stehen umsonst und ich glaube, das ist nicht ganz so weit runter bis zum Wasser, deswegen ja, mal gucken, wie es da aussieht, aber das sieht ja hier richtig krass aus, wenn man hier durch die Berge fährt, also das ist ja wie auf Sardinien. So habe ich mir das auch eigentlich in Portugal so vorgestellt. Man muss aber auch sagen, in Portugal waren wir jetzt gar nicht an der Westküste und so. Aber bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Bei dem anderen vorher an der Straße, da stand, dass es irgendwie, also da war ein Halteverbotsschild, da haben zwar auch andere geparkt, aber weiß ich nicht, ne? Ich will nicht zurückkommen und dann ist das Auto weg, abgeschleppt worden. Plus, da stand wohl irgendwie eine Warnung, dass da oft eingebrochen wird. Habe ich jetzt auch semi-Lust drauf. Nee. Was stand da? Nicht, dass da oft eingebrochen wurde, sondern bei der einen Parkplatz oben? Laufen Sie ja. Der Auto nicht umaufsichtigt, das stand da wohl irgendwie. Aber ich muss sagen, wir haben jetzt hier den Perfect Spot gefunden. Richtig schöne kleine Bucht. Wir stehen umsonst und ja, müssen jetzt nicht Angst haben, dass das Auto abgeschleppt wird oder dass eingebrochen wird, so wie bei dem Parkplatz oben an der Straße direkt. Jetzt wieder zum Auto. Das ist gerade Wasser hier, hat es nämlich locker 10 Grad kälter, war aber trotzdem nice für eine kurze Erfrischung. Ich wäre da jetzt gerne noch was essen gegangen, aber da stand auch schon wieder Hunde verboten. Deswegen gehen wir jetzt wieder zum Auto und fahren einfach noch mal ein bisschen die Küste entlang. Weil wir müssen theoretisch Richtung da. Und deswegen, ja, können wir auch direkt noch ein bisschen an der Küste entlang und dann irgendwann auf die richtige Route, wobei es halt mehr oder weniger die richtige ist. Letztens, als ich das Tattoo bekommen habe, habe ich mich übrigens richtig lange noch mit der Tätowiererin eigentlich durchgehend unterhalten. Ich finde das immer ein bisschen cursed, muss ich sagen, weil ich mir so denke, worüber soll man sich unterhalten und so. Aber es hat echt gut geklappt und die hatte auch ein sehr spannendes Leben. War irgendwie 7 Jahre in China, kommt ursprünglich aus der Ukraine und was sie erzählt hat, alles, das war sehr interessant. Und ich habe ihr auch schon geschrieben, sobald ich in Barcelona mal wieder bin, möchte ich auch wieder ein Tattoo von ihr haben, weil ich das so schön finde. Ja, und ich überlege jetzt, ob wir 17 Stunden nach Hause ohne Maut fahren oder ob wir 13 Stunden mit Maut nach Hause fahren. Aber Maut sind auch noch mal über 100 €. Ich weiß irgendwie nicht, was da besser wäre. Leute, was würdet ihr machen? I don't know. Really don't know. Ich habe jetzt noch 6 Minuten. Ich hoffe, ich kriege das doch alles hin. Ich sage jetzt schon mal, danke fürs Zusehen. Der Vlog ist noch nicht zu Ende, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir in die Kommentare. Vielleicht mache ich auch noch mal einen Community-Post, weil ich würde gern so ein Fragen- und Antworten-Video nach diesen Camper-Vlogs machen, was euch so interessiert. Schreibt es mir einfach und dann werde ich das alles beantworten. Ja, dass ich das schon mal gesagt habe, das war mir nämlich noch wichtig. Und bevor ich mir jetzt meine letzten 5 Minuten vergeude auf der Speicherkarte, ich wollte euch noch ganz schnell zeigen, was ich gestern gekauft habe in Barcelona. Es sind auch 2 Pullis
Und zwar einmal das hier, beides Vintage. Einmal dieser hier. Ich fand den richtig geil. Einfach so ein cleaner Sweatshirt für 10,90 €. Ich habe auch das Gefühl, dass der noch gar nicht getragen wurde, sondern das ist eher so ein aus einem Laden irgendwie, wo sich das vielleicht nicht verkauft hat oder so. Der hat jedenfalls wie angegossen gepasst. Und auch gestern zu dem Outfit mit der Realtree Pant hat das richtig gut zugepasst. Und dann wollte ich mir in einem Secondhand-Laden, wo wir waren, wollte ich mir was anschauen. Ist aber noch der Speicher von meinem iPhone voll. Geil. Also, meine Mutter wollte gerne in einen Vintage-Laden. Da habe ich dann zuerst nichts gefunden, beziehungsweise beim Rausgehen ist mir dann so ein Hemd rausgestochen. Und ich dachte, okay, ich muss noch mal in den Laden rein. Dann sind wir kurz in den anderen und wieder zurück. Das Hemd hat mir dann aber doch nicht gefallen. Aber ich habe dann was anderes Geiles gefunden. Und der ist so süß. Es ist einfach dieses hier auch dieser gleiche Schnitt wie der andere eigentlich. Mit dem hier drauf. Ist das Bugs Bunny? Ja, ich will jetzt was Falsches sagen. Ja, fand ich richtig geil. Hat auch eine coole Länge. Mega nice. Hier hinten stand noch irgendwo was, oder? Habe ich das halluziniert? Irgendwo stand noch Warner Bros. Da, aber ich weiß gerade nicht wo. Auf jeden Fall steht auch nochmal da drunter. Aber ich dachte, das stand irgendwie hier hinten, aber irgendwie habe ich es mir halluziniert. Ja, und das hat 16 € gekostet und das andere übrigens 10 €. Cute. Ah ja, und ganz schnell noch das Parfüm. Zeige ich euch einfach nochmal kurz, wie die Verpackung aussieht. Richtig geil. Und hier ist der Sack an Proben. Also er hat mir wirklich so viele Proben gegeben. Ist immer sehr gefährlich, die ganzen Proben durchzugehen. Aber ja. Das habe ich schon ganz vergessen. Meine Mutter hat mich noch verleitet, in Brandy Melville reinzugehen. Da habe ich mir einfach nur so eine weiße Shorts gekauft. Dann eine weiße Shorts mit Schleifen und Teddybären. Ich fand das so süß. Ziehe ich übrigens nicht nur zum Schlafen an, sondern ich ziehe das auch einfach im Alltag an. Und dann einfach ein ganz normales, stinknormales Top. Zeig mir mein Bambi. Ja, und Mama hat sich ein Bambi-T-Shirt geholt. Wo ist denn das? Kommt man an die schneller dran? Hier das T-Shirt, da konnte meine Mutter nicht dran vorbeigehen. Da gab es noch eins mit so ausgefüllten Bambis. Also die waren so richtig ausgefüllt, Farben, wie sagt man denn? Das war so ein richtiger Print halt. Aber das hier fand ich viel süßer. Auch den kleinen Bambis. Und noch eine Hose hat sie sich mitgenommen, die finde ich auch richtig schön. Vielleicht klaue ich die heimlich. Und jetzt geht's weiter. Richtung irgendwo der Küste entlang. Alter, mir wurde so übel vorhin, dass ich einfach nur noch gepennt habe. Ich konnte gar nicht mehr, weil die ganze Straße noch mega viele Kilometer so weiter ging. Ja, wir haben jetzt den Plan, dass wir so weit durchbrettern, wie es geht heute. Und dann schlafen wir noch mal eine Nacht. Und dann auf nach Hause. Ja. Die Kälte habe ich auch gar keinen Bock, sage ich ehrlich. Ja, natürlich, wenn ich die Kamera anschmeiße, okay. Also, unser Plan ist es jetzt. Nee, erstmal, ich muss woanders anfangen, Leute. Mir wurde so kurz übel vorhin, weil die Strecke noch keine Ahnung wie viele Kilometer sich so weiter geschlängelt hat. Wunderschöne Aussicht, aber danach war ich einfach fertig. Habe erstmal gepennt. Ich wollte noch kurz die Kamera nehmen, um zu zeigen, wie gerade der Stand ist. Aber ey, ich hatte wirklich gar keinen Bock mehr. Ja, und unser Zwischenstand ist jetzt so. Wir fahren jetzt erstmal ohne Maut, soweit wir Bock haben. Und wenn wir wieder... Also, nee, wir fahren jetzt die Strecke ohne Maut. Und wenn wir es gar nicht mehr aushalten, weil uns das zu lange dauert, dann fahren wir halt mit Maut. Aber ich habe keinen Bock, 100 € zu bezahlen. Das ist einfach scheiße.
Ja, man fährt jetzt ein bisschen länger, aber vom Sprit her rentiert sich das schon. Deswegen nehmen wir jetzt diese etwas längere Strecke vermutlich in Kauf. Werden heute Abend mal irgendwo noch nächtigen, dann uns abends noch oder morgens am Auto duschen und dann fahren wir weiter nach Hause. Und ich sage euch ehrlich, ich habe gar keinen Bock auf das Wetter zu Hause. Ja, aber it is what it is. Und das Geile bei den Mautstrecken, also ohne Mautstrecken, finde ich halt, dass man durch so Dörfer und ländliche Strecken auch geschickt wird und man dann halt immer noch ein bisschen mehr sieht als nur Autobahn. Weil nur Autobahn ist auch so einschläfernd und ja. Meine Mutter geht jetzt gerade noch ein paar Sachen holen. Wasser, ein bisschen Süßigkeiten, einfach so Stuff für die Fahrt. Dann gehe ich auch noch mal rein. Und ja, wir haben es immer so gemacht, dass wir das Auto eigentlich nie alleine lassen, wenn wir mal irgendwie einkaufen waren oder so, allein auch wegen Möni. Gucken, ob ich dann noch was einkaufe, aber ich glaube, ich gehe dann nur kurz auf Klo und dann fahren wir weiter. 1414 Kilometer, 16 Stunden. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, man fragt sich bei dieser Zeit nicht mehr, boah, bin ich endlich da, so wie das ist, wenn man so 5 Stunden fahren muss nur, sondern man wartet einfach nur noch ab und guckt, was als nächstes passiert. Der liebste Hund auf Erden. Ah ja, und was ich noch ganz kurz anschneiden wollte, ich hätte gerne jetzt auch gegen Ende noch mehr so filmtechnisch ein bisschen mehr rausgeholt aus so verschiedenen Perspektiven und so, wie ich das am Anfang gemacht habe. Es ist einfach so scheiße wegen der Speicherkarte. Deswegen ja, musste ich jetzt gucken, wie ich das alles aufs Kleinste komprimiere. Aber ich lerne fürs nächste Mal dazu, mehr Speicherkartenplatz mitnehmen und dann kann ich das auch wieder alles filmtechnisch schöner verpacken. Also nicht nur wie so ein normaler Vlog, wisst ihr, sondern ein bisschen auch einfach schöner zum Träumen. Ja. Schreibt mir auf jeden Fall mal unbedingt in die Kommentare, welcher Ort euch aus den Videos so am meisten gefallen hat. Ja, das würde mich sehr interessieren. Ach, und zu Kuckuckskarten. Die haben mir noch geschrieben, es sagt sehr viel über dich aus, wenn du die Seele von Erika so stark aufgenommen hast, dass du ein Tattoo gemacht hast. Sie ist über 300 Jahre alt und hat eine ganz wichtige Rolle dabei gespielt, als wir uns entschieden haben, dieses Grundstück zu kaufen. Ja, und ich habe denen auch noch meine Hilfe angeboten, weil die ja momentan so viel Shit durchmachen. Und ich habe gesagt, sagt Bescheid, wenn ihr mal irgendwann Hilfe braucht. Ich würde euch sehr, sehr gerne helfen. Ja, und deswegen melden die sich dann auch nochmal bei mir. Nochmal ein kleines Update. Meine Mutter hat gesagt, sie sind da durch so einen Todesstreifen gefahren. Also es war irgendwie kurz vor der Grenze zu Frankreich. Und da kam erstmal irgendwie so voll viele Tabakläden. Und meine Mutter hat auch gesagt, in dem Supermarkt hatten die nur das Allernötigste. Jetzt geht sie gerade nochmal hier in den Lidl. Und da machen wir noch einen U-Turn. U-Turn, was laber ich? Zu Mc's. Ja, ich hoffe, die haben da irgendwas Vegetarisches, weil in Spanien und Portugal, wo wir waren, hatten die nichts Vegetarisches. Ja. Verwöhnt aus Deutschland. Aber ich ziehe mir jetzt auch nochmal irgendwas anderes an, weil ich bin immer noch hier drunter in meinen Schwimmsachen. Ich weiß gar nicht, ob das auffällt, ich glaube nicht, aber ich bin so braun geworden. Ja, und in Deutschland wieder Pulliwetter. Hammer. Hammergeil. Ja. Aber ich dachte mir, ne, ich brauche jetzt gerade irgendwas Kleines zu fooden. Und dann vielleicht nochmal heute Abend irgendwas Richtiges da machen. Nudeln mit Tomatensauce oder so. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, die haben da überhaupt was, weil sonst kann ich da auch direkt weiterfahren. Oh mein Gott, da hinten steht das Breaking Bad Mobil. Fast. Nicht ganz. Na, wen haben wir denn da? Hallo. Hast du Möni gerochen, ne? Ah, was ein schöner Hund. Hi. Und da ist der Möni drin.
schon wieder nichts. Die haben diesen einen Wrap mit Ziegenkäse. Ja, den will ich aber nicht. Jetzt habe ich nur eine Pommes genommen. Hammer. Parking-Spot für heute Nacht gefunden und ich sage erstmal gute Nacht. Wir hören uns morgen für euch in ein paar Sekunden, wie immer. Ey, und das kalte Wetter, ne? Das geht gar nicht. Ich bin schon richtig am Frieren.